Ja, schönen guten Morgen, Herr Thaler. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Interview, dieses Gespräch zu führen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Mich würde interessieren, wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Ja, vielleicht kurz über Umwege, weil ich eigentlich von Haus aus gelernter Fotograf bin. Habe da meinen Arbeitsplatz verloren und bin dann mit 20 Jahren zu meinem Elternberuf eigentlich eingestiegen. Nicht mehr von meinem Vater, sondern schon bei meinem Bruder. Aber auf alle Fälle bin ich im zweiten Schritt zu dem Beruf gekommen, den ich aber seit Kind auf kenne, weil mein Vater eben den Beruf eben seit 47 ausführt und ich mehr oder weniger als Krabbelstube sicherlich die Werkstatt von meinem Vater gehabt habe. Und welche Ausbildung haben Sie für diesen Beruf gemacht? Für den Beruf eigentlich überhaupt keine. Mein Bruder hat gesagt, ja, wenn ich jetzt momentan keine Arbeit hast, wenn du willst, kannst du bei mir arbeiten kommen. Ich brauche dringend jemanden. Ich habe da angefangen und bin zum Glück eben talentiert gewesen und dann sozusagen mit der Matura eingestiegen, ohne irgendeine Ausbildung oder irgendwas. Und was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Ja, Leder ist ein wunderbares Material, vielseitig einsetzbar, modellierbar. Man kann aus Leder fast alles machen, was der Mensch so halbwegs braucht. Und Leder kann dann halt dekoriert werden und eine Technik davon ist halt eben die Federkillstickerei, die mein Vater eben sich selber erarbeitet hat, eben in der Not. Er war Kleinbauer an einem kleinen Hof, der meiner Mutter gehört hat, aber der sicherlich nicht ausreicht, wir waren 7 Kinder, das zu ernähren, da hat eben mit dem angefangen und den Beruf, den er sich eben angeeignet hat, eben zu einer gewissen Blüte gebracht. Eben. Und durch ihn ist Sarntein, nicht nur durch ihn, aber in der Nachkriegszeit ist durch ihn Sarntal als der Ort für Federkillstickerei geworden. Welche Momente Ihrer beruflichen Laufbahn waren besonders erfüllend für Sie? Ja, die schönste Zeit für meinen Beruf, die vielseitigste Zeit war in der Zeit, wo die Deutschen noch wohlhabend gewesen sind. Da hat man können Aufträge ausführen, die abseits vom Standard, um das zu sagen, machen kann. Extra Würste, die haben gekönnt dort mal Tausende für Mark kosten. Und da hat man das machen können. Da hat man die Freiheit gehabt, Sachen zu machen, die heute niemand mehr zahlt. Also insofern waren die 80er Jahre für meinen Betrieb die vielseitigsten, nicht nur finanziell die besten, aber auch vom Produkt her die vielseitigsten, weil eben das Geld beim Deutschen locker gewesen ist. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Typische Arbeitstage fangen in der Regel sperre um 7:45 in der Früh den Betrieb auf, empfange dann meine erste Mitarbeiterin zu einem kurzen Ratsch und dann geht's Arbeitstag über. Die vorbereitete Arbeit an die Mitarbeiter, 2 habe ich eben weitergegeben, beraten, beratschlagen, nichts. Der Tagesablauf ergibt sich dann. Wenn man Glück hat, kann man kundschaften. Das
ist auch Abwechslung, bringt das auch dazu und bringt natürlich Arbeit. Aber sonst läuft so ein Arbeitstag nicht jetzt als wie ein Uhrwerk geplant, sondern man lässt es ein bisschen, ganz einfach wie es kommt, ablaufen. Also ich lasse mir nicht jetzt durch Regeln und über Genauigkeit den Tag versauen. Wer sind Ihre Kundinnen und Kunden? Hat sich da etwas im Laufe der Zeit verändert? Ja, da hat sich, wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich genau 50 Jahre selbstständig, da hat sich sehr viel geändert. Auch das, was er vorhin angesprochen hat, durch die Verfügbarkeit von Kapital. Heute beschränkt sich, sie das etwas mit Wehmut, beschränkt sich das Produkt auf die traditionelle Sahnergeldtasche und ja, Hosenriemen, also gestickte Gürtel, aber hauptsächlich das, wobei ich sagen kann, die heute allseits bekannte Sahner-Geldtasche habe ich eigentlich 1972 so geschaffen, wie sie heute ist. Wenn man heute das Modell anschaut, dann denkt man, man ist im Mittelalter. Es war keine Kreditkartenfach, es war so simpel, weil es hat alles nicht gegeben. Deswegen, außer dem Modell vom Außenteil ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber es ist immer noch ein Produkt, was bei mir entstanden geworden ist, in der Richtung, in der Weise, wie es heute bekannt ist. Früher hat man eben die Freiheiten gehabt, da sind Leute mit Wünschen gekommen und jetzt nicht nur Deutsche, aber in erster Linie Deutsche. Und die haben Besonderheiten, die haben Beutel in diverse Formen bestellt, mit sehr viel Stickerei drauf. Da habe ich Modelle kreiert und habe gewusst, wenn es nicht eine Bestellung gewesen ist, die kann ich verkaufen. Weil da kommt garantiert jemand, dem das gefällt. Und das war auch so. Das ist leider Gottes heute nicht mehr so. Heute kann man sich fast nur mehr darauf beschränken, Auftragsarbeiten zu machen, weil man bei denen sicher ist. Sonst geht man das Risiko hin, dass man Ladenhocker, wie man schön sagt, eben herstellt und die haben nur Kosten und keinen Gewinn. Wenn man dann wie bei mir eben völlig abgelegen von einer Hauptstraße oder einem Ortskern ist, dann ist das umso schlimmer. Deswegen denke ich schon mit Wehmut an die Zeiten von früher, weil man da ganz einfach viel lockerer hat gekönnt seine Fantasien auslassen. Heute ist man gedrängt, das zu machen, was der Kunde will. Und das ist immer eingeschränkt, weil die Ideen, die Vielfalt, die passieren nur, wenn man frei ist. Und nicht, wenn da einer sagt, da liegen 2000 Euro, ich will das und das und das. Sondern wenn einer kommt und sagt, da sind 2000 Euro, mach mal was Schönes. Aber die Zeiten sind leider Gottes weit vorbei. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Ja, das ist schwierig zu formulieren. Herausforderungen ist, und jetzt muss ich mein Alter 73 einbringen, dann ist die Herausforderung zu entscheiden, wann höre ich auf, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich will eigentlich noch nicht haben den Zeitpunkt, weil ich vielleicht die Chance habe, den Betrieb jemandem weiterzugeben, weil ich Interessenten unter meinen Mitarbeitern habe. Und wenn ich aufgebe, dann hat der die Chance auch nicht. Und ich sehe es halt als Chance, wenn ich der eventuell noch kann, den Schritt zumindest helfen. Das heißt, es gibt Nachwuchs, also Sie haben
2 Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und einen Ja, Mitarbeiter. ja. Es gibt also, wenn ich jemand suchen würde, brauche ich irgendwo ein Inserat ein, den nächsten Tag habe ich 10 Bewerber da. Es sind Leute, die sich an den interessieren, aus welchen Gründen auch immer. Und talentiert oder nicht talentiert, das kann man nicht sagen, aber es ist so. Also es wären garantiert auch Leute dabei, die geeignet sind für den Beruf, weil nicht jeder ist geeignet und die Leute wissen es ja vorher nicht, ob sie für das geeignet sind. Viele kommen, die Hauptinteressenten sind immer Frauen. Es melden sich mindestens 2/3 der Bewerber sind Frauen. Und dann kommen die, nur um ein Beispiel, und das nicht negativ zu bringen, ja, ich habe Ahnung vom Sticken, ich tue häkeln, ich tue stricken, und dann sage ich, streich das einmal. Das ist schön, aber du wirst sehen, in dem Moment, wie du mein Sticken probierst, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was du bisher gemacht hast. Und das bestätigen alle. Dass das mit ihnen, mit dem, was sie an hobbymäßig oder wirklich können, mit dem null mehr zu tun hat. Die Technik ist eine völlig andere. Das Material verlangt eine völlig andere Technik vom Sticken. Deswegen ist die Stickerei mit einem Federkiel mit nichts zu vergleichen, was mit der Seidenstickerei oder Baumwollstickerei oder Häkeln oder irgend in der Richtung zu tun hat. Das ist eine völlig andere Welt. Dann spielt die moderne Technologie eine Rolle in Ihrer Arbeit? Ich wende sie nicht an, also es gibt vom Sticken her sowieso nichts. Leider Gottes werden heute sehr viele Produkte unter dem Titel Federkiel-Optik hergestellt. Trachtengurten hauptsächlich und Hosenriemen, alle möglichen Arten. Das sind Maschinen gestickt mit einem Seidenfaden oder Baumwollfaden. Gestickt übrigens auf ein Kunstleder, weil Leder kann die Maschine nicht besticken. Das wird dann auf einen richtigen, echten Leder aufgeleimt und wird als Federkielstickerei, könnte man es nennen, eben auf dem Markt gebraucht, und das schädigt uns sehr. Immer wenn irgendeine Variante in Stickerei maschinell möglich und angeboten wird, wird automatisch der echte Sticker schon bezweifelt. Ja, ob man die Nacht nicht an der Maschine das produziert und der Tag schön das handwerklich vorführt. Bei uns ist alles, also wir haben null an aktueller Technik. Man könnte sicherlich beim Zeichnen vieles einsetzen, aber ich mache alles reine Freihandzeichnungen. Ich habe mich der Weihe der ganzen Technik nicht gewidmet noch. Und es reizt mich auch nicht. Also, das würde dem alten Handwerk, dem Produkt vielleicht widersprechen. Vielleicht bin ich ja nur zu altmodisch. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks? Es hat nie viele Sticker gegeben. Und die wenigen, die es braucht, die gibt es sicherlich in Zukunft auch noch. Es gibt zig Zeitungsberichte von irgendwelchen Journalisten, egal ob Südtirol, Deutschland oder wo auch immer, die rücken einem immer in die Nähe aussterbendes Gewerbe. Und dann sage ich, ja, da gibt es ja nur noch. Dann sage ich alleweil, lasst es nur weg. Es gibt wenige, aber uns gibt es. Wir sind jung, außer mir, sind alle jünger. Die Hälfte meiner ausgebildeten Lehrlinge sind voll im Beruf drinnen, also wir sterben nicht aus, zum Glück.
aussterben immer nur, wenn der Kunde ausbleibt. Wenn niemand mehr bereit wäre, für sowas ein Geld auszugeben. Unser Manko ist, kein Mensch braucht unsere Produkte. Niemand. Deswegen, wenn eher Krisenzeiten, wie die heutige momentan ist, dann überlegt jeder selber, also meinen Urlaub plane, den lasse ich nicht zurück, meinen Suff brauche ich brauche alles Mögliche, aber einen Bergen- Trachtengurt brauche ich, nette. Da kaufen wir einen billigeren. Oder, was noch ein weiterer Trend ist, für Junge hauptsächlich, aber nicht nur, ja, sie wählen nur alte. Sie gehen am Flohmarkt oder auch im Internethandel, da gibt es jede Menge Angebote von alten Trachtengurten. Das kann mir sehr gut sein, ich bin nämlich spezialisiert, ich habe mich spezialisiert, aber mal einen Namen gemacht für Restaurierungen. Nicht Flickerarbeit, sondern Restaurierungen. Viele von denen vergessen aber, dass das Stück, was sie mir zum Restaurieren bringen, neu war irgendwann. Und die gestehen uns heutigen Stickern nicht zu, unsere Qualität zu verteidigen, weil sie nämlich selber einen alten, offensichtlich viel schöneren haben. Das stimmt zwar nicht, das könnte man technisch fast, es gibt wirklich wunderbar, die man nicht nachmachen kann. Aber der Großteil von dem, was alt daherkommt, ist ersetzbar neu. Dann ist halt neu, aber das hat dann keinen Wert, weil es den Touch vom Alten nicht hat. Das ist wie bei den Bauerndrohnen. Wenn man die neu sehen würde, wie sie vor 200 Jahren gemahlen, dann würde man heute sagen, na, pfui Teufel. Aber durch die Patina, und deswegen werden heute neuen Sachen schon gleich mit Patina gemacht. Und das wünscht man sich sogar bei mir zum Teil, und die geben nur im Bereich vom Leder teilweise ein bisschen nach, aber nie vom Sticken. Ich sticke nicht mit antik angehauchten Federkielen, sondern mein Federkiel ist naturweiß, fertig. Aber beim Lederton vom Pechschwarz lasse ich ein bisschen handeln, weil es dem Produkt ein bisschen weicher ausschaut, als wäre das absolut schwarz-weiß. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich selber auch nicht die Schwarz-Weiß-Malerei im Politischen mag. Was betrachten Sie als Ihren größten beruflichen Erfolg? Oje, dann einen riesigen beruflichen Erfolg kann ich mir nicht, also ich will nicht jammern, aber da fällt mir jetzt nichts ein, was wirklich herausragend ist, außer die guten Zeiten, für die wir schon geredet haben. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die sich für ihr Handwerk interessieren? Also wenn jemandem das Handwerk gefällt und das gewichtiger ist, als wie was wäre da verdienen, und an zweiter Stelle setzt, dann kann er gleich anfangen. Dann kriegt er es auch durch. Wenn es Ziel ist, in erster Linie Geld verdienen, dann soll er sich was anderes aussuchen. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks? Hat mit der politischen Seite zu tun, wie uns die Politiker weiter durch die Gegend peitschen, oder oben auch ein bisschen Freiheit wieder zurückkriegen. Die Politik sich ein bisschen zurücknimmt und da weniger Geld nimmt, sondern uns ein bisschen was lässt, anstatt selber einen Säckel voll zu schieben. Das wird, denke ich, jetzt nicht ganz gefallen, aber das ist halt die Realität. Vielen Dank, Herr Thaler. Bitte. Dankeschön.